Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversationspodcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, willkommen, willkommen, willkommen. Ihr seid jetzt Teil unserer kleinen Deutschlernfamilie. Und falls ihr schon länger dabei seid, ihr wisst, was kommt. Echte Gespräche, echte Geschichten, echtes Deutsch. Sophia, ich habe heute Morgen etwas erlebt. Etwas, das mich wirklich getroffen hat. Emotional getroffen. Oh, was ist passiert? Ich habe ein altes Foto gefunden. Von meiner Heimatstadt. Von der Straße, in der ich aufgewachsen bin. Und ich habe es angeschaut. So lange angeschaut. Und plötzlich hatte ich so ein Gefühl hier. Im Herzen? Genau, im Herzen. So ein warmes, aber auch ein bisschen trauriges Gefühl. Weißt du, was ich meine? Oh ja, das kenne ich sehr gut. Dieses Gefühl hat sogar einen deutschen Namen. Welchen? Ruhig Heimweh. Pause? Heimweh. Ja, genau das. Und genau darüber reden wir heute. Über Heimatstädte, über die Orte, aus denen wir kommen, was sie uns bedeuten, wie man auf Deutsch darüber spricht. Ja, und nicht trocken, nicht wie im Lehrbuch, sondern mit echten Geschichten, mit echten Gefühlen. Mit sehr echten Gefühlen, das verspreche ich euch schon jetzt. Also, bleibt dran. Es wird schön, es wird vielleicht ein bisschen sentimental, aber es wird auch lustig sein. Versprochen. Also, Sophia, fangen wir an. Wo bist du aufgewachsen? Wo ist deine Heimatstadt? Also, ich komme aus Barcelona. Das ist eine große Stadt im Nordosten von Spanien, direkt am Meer. Oh, Barcelona. Wunderschöne Stadt. Ja, das sagen alle. Und es stimmt. Aber weißt du, wenn man dort aufwächst, sieht man es manchmal nicht so. Man gewöhnt sich daran. Man denkt, ach, das Meer ist da, die Sagrada Familia ist da. Normal. Wirklich? Das wird normal für dich? Ich weiß, klingt verrückt, oder? Ich bin als Kind am Strand aufgewachsen, 5 Minuten zu Fuß vom Meer. Und irgendwann war es einfach da, Teil des Alltags. Das ist interessant. Man schätzt die Dinge oft erst, wenn man weg ist. Genau. Als ich nach Deutschland gezogen bin, da habe ich das Meer zum ersten Mal wirklich vermisst. Nicht nur das Meer selbst, sondern den Geruch, den Salzgeruch, den Wind, die Möwen am Morgen. Die Möwen am Morgen. Ja, das klingt vielleicht komisch, aber ich vermisse die Möwen. In Berlin gibt es keine Möwen, nur Tauben. Tauben sind kein Ersatz für Möwen. Überhaupt kein Ersatz. Tauben sind, Tauben. Möwen haben Charakter. Charakter, das ist ein gutes Wort für Möwen. Sie sind laut, frech, nehmen dir das Essen weg. Aber irgendwie liebt man sie. Das klingt wie eine Beschreibung meiner Familie. Oh Gott, Entschuldigung, Roberto und Anna. Sie hören nicht zu, keine Sorge. Aber okay, Barcelona. Erzähl mir mehr. Was war dein Lieblingsort in Barcelona als Kind? Als Kind. Also, meine Oma hatte eine kleine Bäckerei, eine Konditorei eigentlich, in einem alten Viertel, dem Barri Gotik. Das ist das gotische Viertel. Sehr alte, sehr enge Gassen, Kopfsteinpflaster. Oh, das klingt wunderschön. Es war wunderschön. Und jeden Samstag ohne Ausnahme, bin ich mit meinem Vater dorthin gegangen. Früh morgens, wenn die Stadt noch schläft. Was habt ihr dort gemacht? Wir haben meiner Oma geholfen, den Laden aufzumachen. Tische raustragen, Stühle aufstellen, die frischen Brötchen aus dem Ofen holen. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt. Mein Vater, meine Oma und ich. Nur ihr drei. Nur ihr drei, in diesem kleinen, warmen Laden, mit dem Geruch von frischem Brot und Kaffee. Und draußen waren die Gassen noch leer, nur manchmal eine Katze, die vorbeiläuft. Sophia, das ist wirklich schön. Ja, das war mein Lieblingsmoment, jede Woche. Und ich habe es damals nicht so bewusst wahrgenommen. Aber jetzt von Berlin aus, ist das einer meiner kostbarsten Erinnerungen. Also, das bedeutet, diese Erinnerungen sind sehr wertvoll für dich, sehr besonders. Ja, und ich glaube, das ist das, was Heimat wirklich bedeutet. Nicht nur ein Ort, sondern die Gefühle, die mit diesem Ort verbunden sind. Das ist so wahr. Heimat ist nicht eine Adresse. Heimat ist ein Gefühl. Und du, Matteo? Wo bist du aufgewachsen? Ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Mailand. Sie heißt Lodi. Vielleicht kennt sie kaum jemand. Sie ist nicht berühmt. Kein großes Wahrzeichen, kein Strand. Kein Strand, aber trotzdem schön?
Trotzdem schön. Also, Lodi ist eine mittelalterliche Stadt mit einem sehr schönen Domplatz, das nennt man Piazza, und einem Fluss. Der Po fließt nicht weit entfernt. Wie groß ist die Stadt? Etwa 45.000 Einwohner. Also für deutsche Verhältnisse vielleicht eine mittelgroße Stadt. Aber in Italien fühlt es sich wie ein Dorf an. Jeder kennt jeden. Wirklich? Jeder kennt jeden? Naja, fast. Wenn meine Mutter zum Markt geht, braucht sie 3 Stunden. Nicht, weil der Markt so groß ist, sondern weil sie jeden trifft und mit jedem redet. Oh, das kenne ich. Meine Mutter ist genauso. Es ist ein universelles Mütterphänomen. Absolut universell. Aber ich liebe das eigentlich. Dieses Gefühl, dass man nicht anonym ist. Dass die Menschen wissen, wer man ist, woher man kommt. Ja, das ist in einer großen Stadt wie Barcelona anders. Da kann man sehr anonym sein. Das hat Vor- und Nachteile. Was meinst du? Also in einer großen Stadt hat man Freiheit. Niemand schaut, was du machst. Niemand redet über dich beim Markt. Aber manchmal fühlt man sich auch sehr allein. Unsichtbar. Das Gefühl der Unsichtbarkeit in einer großen Stadt, das ist paradox, oder? Je mehr Menschen um einen herum sind, desto einsamer kann man sich fühlen. Ja, das ist tatsächlich ein Paradox. Und ich glaube, das ist auch etwas, das viele Menschen kennen, die in große Städte gezogen sind. Und in Lodi? In Lodi gibt es dieses Gefühl nicht. Man gehört dazu. Man ist Teil von etwas. Das klingt schön. Aber hat es dich nie eingeengt, dieses kleine Stadtgefühl? Oh ja, als Teenager, oh Gott, ich wollte weg. Ich dachte, diese Stadt ist zu klein, zu eng, zu langweilig. Ich brauche die Welt. Typisch. Das ist wirklich typisch für Teenager aus kleinen Städten. Total typisch. Ich habe meinen Eltern das so oft gesagt. Hier passiert nichts. Alle interessanten Dinge passieren woanders. Und deine Eltern haben was gesagt? Mein Vater hat immer gesagt, Matteo, die interessantesten Dinge passieren genau dort, wo du bist. Du musst nur hinschauen. Oh, das ist weise. Damals fand ich es nervig. Natürlich. Mit 15 findet man elterliche Weisheit immer nervig. Immer. Aber jetzt verstehe ich, was er gemeint hat. Wirklich. Inwiefern? Also, als ich älter geworden bin und nach Berlin gezogen bin und dann gereist bin, viele Städte gesehen habe, habe ich angefangen, Lodi anders zu sehen. Nicht mehr als den langweiligen Ort, von dem ich weglaufen musste, sondern als den Ort, der mich gemacht hat. Der Ort, der mich gemacht hat. Das ist ein schöner Ausdruck. Ich glaube, das stimmt für jeden. Die Heimatstadt formt einen. Die Straßen, auf denen man als Kind gespielt hat, die Gerüche, die Menschen, das alles steckt in einem drin. Ja, man trägt die Heimat mit sich, auch wenn man weit weg ist. Immer. Das ist nicht wegzumachen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Matteo, was war dein Lieblingsort in Lodi als Kind? Oh, das ist einfach. Der Domplatz. Die Piazza della Vittoria. Ein großer Platz mit einem wunderschönen Dom in der Mitte. Alter Stein, hohe Türme. Und was hast du dort gemacht? Also, nach der Schule sind wir Kinder immer dorthin gegangen, meine Freunde und ich. Wir haben Fußball gespielt, obwohl das eigentlich verboten war. Natürlich verboten. Natürlich, aber das hat uns nicht gestört. Wir haben gespielt, bis es dunkel wurde. Und manchmal kam ein alter Wachter und hat uns weggeschickt. Und wir sind weggerannt und haben gelacht. Das ist so ein universelles Kindheitsbild. Kinder, die weglaufen und dabei lachen. Ja, und dann im Sommer, abends war der Platz voll. Familien, alte Männer, die Karten spielen, junge Leute, Gelati essen, also Eis essen. Gelati. Oh Gott, ich liebe italienisches Eis. Wer liebt es nicht? Und in Lodi gibt es eine Gelateria, eine Eisdiele, die schon 100 Jahre existiert. 100 Jahre. 100 Jahre? 100 Jahre. Dieselbe Familie, dasselbe Rezept. Und das beste Pistazieneis, das ich je gegessen habe. Wirklich das Beste. Du wirst jetzt sehr emotional über Eis. Ich werde sehr emotional über Eis. Und ich stehe dazu. Das ist absolut verständlich. Gutes Eis rechtfertigt Emotionen. Vielen Dank. Endlich jemand, der mich versteht. Aber warte, ich möchte über etwas reden. Du hast gesagt, du bist nach Berlin gezogen. Wann war das und warum? Also, ich bin mit etwa 22 nach Berlin gezogen. Nach dem Studium. Ich wollte Deutsch lernen. Wirklich Deutsch lernen. Nicht nur im Kurs. Ich wollte die Sprache leben.
Und wie war das, die erste Zeit in Berlin? Also, die erste Zeit war, wie soll ich sagen, aufregend und gleichzeitig sehr, sehr schwer. Inwiefern schwer? Also, ich kam nach Berlin im Oktober. Grauer Himmel, kalter Wind. Und ich kannte niemanden. Wirklich niemanden. Meine ganze Familie war in Italien. Meine Freunde waren in Italien. Und ich war allein in einer großen, grauen Stadt. Uff, das ist wirklich schwer. Es war schwer. Und ich erinnere mich an einen Abend, ungefähr 2 Wochen nach meiner Ankunft. Ich saß in meiner kleinen Wohnung. Ich hatte Pasta gekocht. Nicht so gut wie Mamas Pasta, aber immerhin. Niemals so gut wie Mamas Pasta. Niemals, das ist eine universelle Wahrheit. Und ich saß da mit meiner mittelmäßigen Pasta und habe aus dem Fenster geschaut. Draußen Regen. Und auf einmal, ganz plötzlich, hatte ich so ein starkes Gefühl von Heimweh. So stark, dass ich fast geweint hätte. Fast? Ich habe dann doch geweint. Ein bisschen. Das ist nicht schlimm, das ist menschlich. Ja, und ich habe meine Mutter angerufen, mitten in der Nacht fast. Und sie hat abgenommen nach einem Ring und gefragt, Matteo, alles gut? Mütter wissen immer, wann man anruft. Immer. Und ich habe gesagt, Mama, ich vermisse euch. Und sie hat gesagt, ich weiß, mein Schatz, aber du schaffst das, du machst das. Und dann haben wir 1 Stunde geredet. Über Lodi, über den Domplatz, über die Gelateria, über alles. Das ist so schön, Matteo. Und danach hat sich etwas verändert. Nicht sofort, aber langsam. Ich habe angefangen, Berlin mit anderen Augen zu sehen. Nicht als Ersatz für Lodi, sondern als eine neue Geschichte. Ein neues Kapitel. Ja, das ist genau das richtige Bild. Ein neues Kapitel. Also, das bedeutet, Heimat zu verlassen, bedeutet nicht, sie zu vergessen. Es bedeutet, eine neue Geschichte zu beginnen, aber die alte bleibt immer in dir. Das ist so wahr. Und ich glaube, das ist auch etwas, das viele unserer Zuhörer kennen. Viele Menschen, die Deutsch lernen, sie sind oft selbst weg von zu Hause, in einem neuen Land, mit einer neuen Sprache. Ja, und ich möchte Ihnen sagen, das Heimweh, das ihr vielleicht fühlt, das ist normal. Das ist ein Zeichen, dass ihr geliebt habt, dass ihr einen Ort hattet, der euch etwas bedeutet. Schön gesagt. Ich bin heute sehr philosophisch. Ja, aber es gefällt mir. Okay, lass uns ein bisschen über die Sprache reden. Wie sagt man auf Deutsch, woher man kommt? Wie beschreibt man seine Heimatstadt? Gute Idee. Also, der wichtigste Satz, ich komme aus plus Stadtname. Zum Beispiel, ich komme aus Lodi oder ich komme aus Barcelona. Und man kann auch sagen, ich bin in aufgewachsen. Das bedeutet, man hat dort seine Kindheit verbracht. Also, ich bin in Barcelona aufgewachsen. Sehr gut. Und wenn man genauer sein will, sagt man, ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Mailand. Das gibt mehr Kontext. Oder ich komme aus einer Großstadt im Norden von Spanien. Das beschreibt die Lage. Und wenn man nach der Heimatstadt gefragt wird, eine sehr natürliche Frage ist, wo bist du aufgewachsen? Oder woher kommst du ursprünglich? Ursprünglich, das ist ein schönes Wort. Es bedeutet von Anfang an. Also, woher kommt man wirklich, bevor man vielleicht umgezogen ist? Genau. Also das bedeutet nicht, wo man jetzt wohnt, sondern woher man kommt, von Herkunft. Und wie beschreibt man die Heimatstadt? Was für Adjektive und Ausdrücke benutzt man? Also, man kann sagen, meine Heimatstadt ist klein, aber gemütlich. Oder sie ist eine lebhafte Großstadt. Oder sie ist eine ruhige, mittelalterliche Stadt. Und wenn man über die Lage spricht, sie liegt an der Küste, sie liegt im Gebirge, sie liegt im Flachland, sie liegt am Riff. Und über das Klima? Es ist dort warm und sonnig. Oder es regnet viel. Oder es gibt heiße Sommer und kalte Winter. Das letzte klingt wie Berlin. Genau wie Berlin. Heiße Sommer und sehr kalte Winter, mit viel Grau dazwischen. Genau, das Berliner Grau zwischen den Jahreszeiten. Aber man gewöhnt sich daran. Und irgendwann findet man sogar Schönheit darin. Ein grauer Berliner Herbsttag hat auch seinen Charme. Wirklich? Das sage ich nicht. Okay. Vielleicht nur für mich. Sehr individuell, Matteo. Sehr individuell. Aber okay, lass uns weitermachen. Ich möchte über etwas sprechen, das ich wirklich interessant finde. Nämlich, wie sich eine Heimatstadt verändert, wenn man lange weg war. Oh, was meinst du genau? Also, ich fahre vielleicht 1- oder 2-mal im Jahr nach Lodi, zu Weihnachten, im Sommer, und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, merke ich Veränderungen. Was zum Beispiel?
Also eine Bäckerei, die ich als Kind geliebt habe, ist jetzt ein Handyladen. Das Kino, in dem ich meine ersten Filme gesehen habe, geschlossen. Und manche meiner alten Freunde sind auch weggezogen. Nach Mailand, nach Rom, ins Ausland. Das ist traurig. Ja, es ist eine Art Verlust. Man kommt zurück und erwartet, dass alles so ist wie früher. Aber die Zeit steht nicht still. Die Heimatstadt verändert sich, genauso wie man sich selbst verändert. Das ist ein sehr meiterer Gedanke, Matteo. Ich werde alt. Wir alle werden älter, aber ich kenne dieses Gefühl auch. Als ich das letzte Mal in Barcelona war, ich bin durch mein altes Viertel gelaufen und die Bäckerei meiner Oma ist nicht mehr da. Meine Oma ist seit 5 Jahren nicht mehr da und jetzt ist da ein Touristenladen. Oh, Sophia. Ich bin davor stehen geblieben, einfach stehen geblieben und habe durchs Fenster geschaut. Und ich konnte fast das Riechen von frischem Brot erinnern. Aus der Erinnerung. Das ist so ein starkes Bild. Es war ein komischer Moment. Traurig, aber auch irgendwie schön. Weil ich gemerkt habe, diese Erinnerungen sind immer noch da. Sie gehen nicht weg, auch wenn der Laden weg ist. Die Erinnerungen bleiben, auch wenn die Orte sich verändern. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, das Heimat ausmacht. Nicht nur der physische Ort, sondern die Erinnerungen, die man dort hat. Die sind unvergänglich. Unvergänglich. Ein schönes Wort. Es bedeutet, es vergeht nicht. Es bleibt. Matteo, hast du jemals daran gedacht, nach Lodi zurückzuziehen? Definitiv zurück. Das ist eine schwere Frage. Du musst nicht antworten, wenn du nicht willst. Nein, ich antworte gerne. Also, ja, ich denke manchmal daran. Besonders wenn die Berliner Winter sehr lang sind. Oder wenn ich bei meinen Eltern war und wieder abreisen musste. Das Abschied nehmen, das ist immer schwer. Das Abschiednehmen ist das Schwerste. Immer. Meine Mutter steht immer an der Tür und winkt. Und ich gehe zum Auto und ich schaue mich einmal um. Und sie winkt noch. Und ich denke, warum tue ich mir das an? Oh Gott, Matteo, das macht mich auch traurig. Entschuldigung, ich wollte euch nicht alle weinen lassen. Nein, das ist okay. Das ist echtes Deutsch, mit echten Gefühlen. Ja, und das ist auch Heimat. Dieses Bild meiner Mutter an der Tür. Das ist Heimat. Das ist Heimat. Ja. Passt so schön. Aber um deine Frage zu beantworten. Ich weiß es nicht, ob ich zurückziehen werde. Weiß ich wirklich nicht. Mein Leben ist jetzt in Berlin. Meine Arbeit, meine Freunde, dieser Podcast. Dieser Podcast. Dieser wunderbare Podcast. Alles ist hier. Aber das Herz ist ein bisschen in Lodi. Immer. Das Herz ist ein bisschen überall, wo man geliebt hat. Ja, das stimmt. Okay, ich möchte etwas anderes erzählen. Eine lustige Geschichte diesmal. Nicht nur sentimental. Oh ja, bitte, ich brauche das. Also, als ich zum ersten Mal nach meiner Ankunft in Deutschland nach Barcelona zurückgeflogen bin, das war nach ungefähr 6 Monaten, hatte ich so ein komisches Erlebnis. Was ist passiert? Also, ich bin am Flughafen angekommen, El Prat, der Flughafen von Barcelona, und ich bin rausgegangen. Draußen warme Luft, sofort. So eine weiche, warme Luft. Nach 6 Monaten Berliner Winter. Oh, das muss sich wunderbar angefühlt haben. Ich habe einfach stehen geblieben, mitten im Weg. Andere Leute sind um mich herumgegangen und ich habe einfach tief eingeatmet. Die Luft von zu Hause. Die Luft von zu Hause. Und dann habe ich jemanden gehört, der auf Katalanisch telefoniert hat. Eine ältere Frau. Und oh Gott, ich habe fast geweint, wegen einer Frau am Telefon. Wegen der Sprache, weil sie so vertraut klang. Weil sie so vertraut klang. Nach 6 Monaten Deutsch und vorher in Berlin überall Englisch und Deutsch, plötzlich Katalanisch. Das war wie nach Hause kommen, bevor ich überhaupt zu Hause war. Das ist so schön. Sprache als Heimat. Das ist auch ein wichtiger Gedanke. Ja, Sprache ist Heimat. Man fühlt sich zu Hause, wenn man die vertraute Sprache hört. Und das ist auch, ich glaube, einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen. Ja, genau das. Wir wollen, dass Deutsch sich für unsere Zuhörer irgendwann wie zu Hause fühlt. Wie eine vertraute Sprache. Nicht fremd, nicht schwierig, sondern warm. Ja, genau das. Okay, ich muss auch eine lustige Geschichte erzählen, weil sonst werde ich zu sentimental. Bitte, los.
Also, als ich Berlin zum ersten Mal meinen Eltern gezeigt habe, meinem Vater und meiner Mutter, das war ungefähr ein Jahr nach meinem Umzug. Und sie kamen zum ersten Mal nach Berlin. Wie war das? Also, mein Vater, Roberto, er ist ein sehr optimistischer Mensch. Er liebt neue Dinge. Er ist aufgeregt. Er wollte alles sehen. Das klingt gut. Ja, aber meine Mutter, Anna, sie ist etwas vorsichtiger. Sie braucht Zeit. Sie beobachtet erstmal. Und? Wie hat sie Berlin gefunden? Also am ersten Tag habe ich ihnen alles gezeigt. Brandenburger Tor, Reichstag, unter den Linden. Mein Vater war begeistert, macht Fotos von allem. Wirklich von allem. Auch von Mülleimern. Von Mülleimern? Von Mülleimern, weil sie in Berlin anscheinend besonders interessant aussehen. Ich weiß nicht warum, aber er hat mehrere Fotos von Berliner Mülleimern. Das ist wirklich sehr spezifisch. Sehr spezifisch. Und meine Mutter hat das alles beobachtet. Sehr ruhig, sehr still. Und am Abend, wir sitzen in einem Restaurant, frage ich sie, Mama, wie findest du Berlin? Lange Pause. Und? Sie hat gesagt, es ist sehr groß. Das war ihre Antwort. Es ist sehr groß. Das war es. Es ist sehr groß. Keine weitere Erklärung, kein weiterer Kommentar. Das ist so eine Mutterantwort. Total Mutterantwort. Und ich habe gesagt, ja Mama, es ist groß, aber wie findest du es? Und sie hat überlegt, sehr lange überlegt. Und dann gesagt, die Menschen hier gehen sehr schnell. Die Menschen gehen sehr schnell. Das war ihre zweite Beobachtung über Berlin. Erstens, sehr groß. Zweitens, Menschen gehen schnell. Das ist eigentlich sehr akkurat. Berliner gehen wirklich sehr schnell. Sehr akkurat. Und dann am dritten Tag, meine Mutter hat sich ein bisschen entspannt. Sie hat angefangen, die Stadt zu mögen. Und sie hat gesagt, weißt du was, Matteo? Ich verstehe jetzt, warum du hier bist. Oh, das ist schön. Das war ein großer Moment für mich, weil ich immer ein bisschen Angst hatte, dass meine Eltern nicht verstehen, warum ich so weit weggegangen bin. Und als sie das gesagt hat, ich verstehe jetzt, da habe ich gemerkt, sie akzeptiert es. Ja, das ist eine wichtige Sache, dass die Familie versteht, warum man woanders lebt. Ja, man lebt nicht weg von der Familie, man lebt für sich selbst. Und das zu kommunizieren, ohne die Familie zu verletzen, das ist manchmal die schwierigste Aufgabe. Das stimmt. Ich habe das auch erlebt. Als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich nach Deutschland ziehe, sie war zuerst nicht begeistert. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Deutschland? Warum Deutschland? Es ist so weit und es ist kalt und die Menschen lachen nicht so viel. Das ist ein sehr spanisches Urteil über Deutschland. Sehr spanisch. Und ich habe gesagt, Mama, ich liebe Lars und Lars lebt in Deutschland, also ziehe ich nach Deutschland. Und sie hat gesagt, dann lernst du Deutsch und dann lachst du auch nicht mehr so viel. Das ist das Witzigste und Grausamste gleichzeitig. Sie meinte es nicht böse. Sie dachte wirklich, Deutsch machen Menschen ernster. Und stimmt es? Nein, ich lache noch genauso viel. Vielleicht sogar mehr, weil ich jetzt auch auf Deutschspitze verstehe. Das ist ein Meilenstein. Wenn man in einer Fremdsprache Witze versteht oder sogar Witze macht, dann ist man wirklich angekommen. Ja, und das Beste, meine Mutter ruft mich manchmal an und sagt, bist du noch glücklich? Lachst du noch? Und ich sage, ja, Mama, ich lache noch. Und dann ist sie zufrieden. Das ist alles, was eine Mutter braucht zu hören. Alles. Lachst du noch? Die wichtigste Frage. Okay, ich möchte jetzt über etwas sprechen, das ich wirklich wichtig finde. Nämlich, wie man auf Deutsch über die Heimatstadt spricht, wenn man Dialekte oder regionale Unterschiede erklären muss. Oh, das ist interessant. Was meinst du? Also Deutschland zum Beispiel. Deutschland ist ein großes Land mit sehr verschiedenen Regionen. Bayern ist ganz anders als Hamburg. Das Rheinland ist anders als Sachsen. Und das spiegelt sich in der Sprache, im Essen und der Kultur. Ja, und wenn man aus Deutschland kommt und jemanden trifft, der auch aus Deutschland kommt, aber aus einer anderen Region, da kann man schon merken, wie verschieden die Heimatstätten sind. Genau. Und auf Deutsch kann man das sehr schön ausdrücken. Zum Beispiel, ich komme aus Bayern. Da sagt man Stadt. Oder bei uns in Hamburg macht man das so. Ja, bei uns. Das ist so ein schöner Ausdruck. Bei uns in Barcelona macht man das so. Es ist eine Einladung. Man teilt etwas von sich. Genau. Bei uns. Das bedeutet bei uns, in unserer Stadt, in unserer Kultur. Es ist ein Wir-Gefühl.
Und das ist auch wichtig für Lernende. Wenn ihr über eure Heimatstadt sprecht, sagt nicht nur ich komme aus, sagt auch bei uns gibt es oder bei uns macht man. Das macht das Gespräch so viel lebendiger. Zum Beispiel, bei uns in Lodi isst man dieses und jenes. Oder bei uns ist es Tradition, das und das zu feiern. Oder bei uns sind die Menschen sehr direkt. Oder bei uns ist die Familie sehr wichtig. Das sind kulturelle Informationen, die ein Gespräch wirklich bereichern. Und bereichern, das bedeutet, es macht das Gespräch reicher, interessanter, tiefer. Matteo, was ist etwas, das in Lodi typisch ist? Etwas, das du anderen erzählst, wenn sie fragen? Oh, also Lodi ist berühmt für seinen Käse, Lodigano, ein alter, harter Käse, ähnlich wie Parmigiano, sehr lecker. Käse, natürlich. Jede Region in Italien hat ihren Käse. Jede Region. Und jeden Wein und jeden Schinken. Wir sind sehr spezialisiert in Sachen Essen. Das ist wirklich bewundernswert. Und was ist typisch für Barcelona? Also die Pa am Tomate. Das ist katalanisches Brot mit Tomate und Olivenöl. So einfach, aber so gut. Das ist Kindheitserinnerung pur. Brot mit Tomate? Nicht einfach Brot mit Tomate. Man reibt die Tomate direkt auf das Brot, ganz frisch, und dann Olivenöl drüber und ein bisschen Salz. Das ist Frühstück in Barcelona. Das klingt eigentlich sehr gut. Es ist unglaublich gut und so einfach. Aber jedes Mal, wenn ich es esse, bin ich sofort wieder in der Küche meiner Oma. Essen ist Heimat. Das ist eine weitere Form von Heimat. Total. Essen ist Heimat. Gerüche sind Heimat. Klänge sind Heimat. Heimat ist vielschichtig. Vielschichtig, das bedeutet, es hat viele Schichten, viele Ebenen, nicht nur eine Sache. Und was machst du, wenn du Heimweh hast? Was ist dein Trick? Also mein Trick Nummer 1, ich koche. Ich koche etwas, das meine Mutter kocht. Oft Risotto. Risotto alla Milanese. Mit Safran. Gelb und cremig. Und das hilft? Es hilft. Es ist nicht dasselbe wie Mamas Risotto, niemals dasselbe, aber der Geruch von Safran und Butter in der Küche, das bringt mich sofort nach Hause. Ja, das ist so wahr. Gerüche sind die stärksten Erinnerungsauslöser. Auslöser, das bedeutet etwas, das eine Erinnerung oder ein Gefühl startet, wie ein Schalter. Genau. Und mein Trick bei Heimweh: Ich rufe meinen Bruder Carlos an und wir reden auf Katalanisch. Manchmal 1 Stunde, manchmal 2 Stunden. Über was redet ihr? Über alles und nichts. Über das Wetter in Barcelona, über was er gegessen hat, über unsere gemeinsamen Freunde. Manchmal über alte Erinnerungen, manchmal über gar nichts. Wir schweigen einfach zusammen am Telefon. Ihr schweigt zusammen am Telefon? Klingt komisch, oder? Aber es ist so angenehm. Einfach die Stille teilen. Mit jemandem, der dich kennt. Das ist eigentlich sehr schön. Stille teilen. Das ist eine tiefe Form von Verbindung. Ja, und Carlos versteht das. Er braucht keine Erklärung. Er weiß, wann ich einfach nur seine Stimme in der Nähe brauche. Das ist Geschwisterliebe. Echte Geschwisterliebe. Ja, Pause? Wir sind wieder sentimental geworden. wir können nicht anders. Nein, es ist unmöglich. Familie und Heimat, das macht uns emotional. Das ist einfach so. Und das ist gut so. Emotionen zeigen, dass wir echte Menschen sind, mit echten Gefühlen. Und echte Gefühle sind die beste Motivation zum Deutschlernen. Ja, wenn man etwas fühlt, lernt man besser. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Wissenschaftlich bewiesen? Hast du eine Studie? Ich habe eine innere Überzeugung. Das ist auch eine Form von Wissenschaft. Danke. Ich nenne es Bauchgefühlwissenschaft. Perfekt. Okay, lass uns eine kleine Übung machen. Für alle, die zuhören und wirklich aktiv lernen wollen. Oh ja, los. Also, ich möchte, dass ihr jetzt, während ihr zuhört, über eure eigene Heimatstadt nachdenkt und versucht, diese Sätze auf Deutsch zu vervollständigen. Gut. Also, Satz 1. Ich komme aus plus euer Stadtname. Satz 2. Meine Heimatstadt liegt zum Beispiel an der Küste, im Gebirge, im Norden, im Süden, in der Mitte. Satz 3. Meine Heimatstadt ist plus Adjektiv. Klein, groß, ruhig, lebendig, historisch, modern, bunt. Satz 4. Was ich an meiner Heimatstadt liebe, ist
Zum Beispiel das Essen, die Menschen, die Natur, die Architektur. Und Satz 5, der emotionale Satz, was ich manchmal vermisse ist, und dann ehrlich antworten. Denkt wirklich nach. Schließt die Augen, wenn ihr wollt. Stellt euch euren Lieblingsort in eurer Heimatstadt vor. Was seht ihr? Was riecht ihr? Was hört ihr? Lasst die Bilder kommen. Auf Deutsch. Schön. Und dann schreibt eure Antworten in die Kommentare. Auf Deutsch. Damit üben und teilen. Ja, wir wollen eure Heimatstädte kennenlernen. Erzählt uns von euren Orten, von euren Erinnerungen. Und keine Angst vor Fehlern. Ihr wisst, was wir immer sagen. Fehler sind Freunde. Das Motto lebt. Es lebt für immer. Okay, ich möchte noch eine Sache ansprechen, bevor wir zum Ende kommen. Etwas, das ich wirklich wichtig finde. Was denn? Also, wir haben heute viel über Heimat gesprochen, über die Orte, aus denen wir kommen, über Erinnerungen und Gefühle. Aber ich möchte auch sagen, Heimat kann sich verändern. Man kann eine neue Heimat finden. Was meinst du genau? Also, ich sage immer, ich komme aus Lodi. Das ist meine Heimatstadt, meine Wurzeln. Aber Berlin ist auch irgendwie Heimat geworden. Nicht dieselbe Art von Heimat, aber eine echte Verbindung. Ja, ich verstehe das. Barcelona ist meine erste Heimat, aber Berlin ist meine zweite Heimat geworden mit der Zeit. Und das ist etwas Besonderes, wenn man eine zweite Heimat findet, wenn man an einem neuen Ort Wurzeln schlägt. Wurzeln schlagen, das ist ein schöner Ausdruck. Man denkt an einen Baum. Der Baum hat Wurzeln, die tief in den Boden gehen, und man bildet neue Wurzeln an einem neuen Ort. Genau. Und ein Baum mit tiefen Wurzeln, der fällt nicht beim ersten Sturm. Er steht fest. Er ist stark. Und je mehr Orte man liebt, je mehr Wurzeln man hat, desto reicher wird das Leben. Ja, reicher. Nicht einfacher, aber reicher. Und für alle, die gerade dabei sind, eine neue Heimat aufzubauen, vielleicht in Deutschland, vielleicht anderswo, das braucht Zeit, das braucht Geduld und manchmal braucht es Mut. Mut, um die alte Heimat loszulassen, aber nicht zu vergessen. Und Mut, um dem neuen Ort eine Chance zu geben. Ja, und Sprache hilft dabei. Wenn man die Sprache des neuen Ortes lernt, man kommt näher, man versteht mehr, man wird Teil von etwas. Deswegen ist Deutschlernen so viel mehr als Grammatik und Vokabeln. Es ist ein Weg zu einem neuen Zuhause. Ein Weg zu einem neuen Zuhause. Ja. Ich werde sentimental. Du warst die ganze Episode sentimental. Das stimmt. Ich nehme es an. Okay, lass uns kurz zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Für alle, die nochmal alles in einfachen Worten hören wollen. Also, wie sagt man auf Deutsch, woher man kommt? Der wichtigste Satz: Ich komme aus plus Stadtname. Zum Beispiel, ich komme aus Lodi, ich komme aus Barcelona, ich komme aus Tokio. Und man kann hinzufügen, wo die Stadt liegt. Meine Heimatstadt liegt im Norden von Italien. Oder sie liegt an der Küste. Oder sie liegt in den Bergen. Und wenn man die Stadt beschreibt, meine Heimatstadt ist klein und ruhig. Oder sie ist eine große, lebhafte Stadt. Oder sie ist historisch und schön. Und über Gefühle sprechen. Ich vermisse meine Heimatstadt manchmal. Oder ich bin froh, hier zu sein, aber ich denke oft an zu Hause. Und das Schönste, bei uns macht man das so. Das ist eine Einladung, eure Kultur zu teilen. Und das Wichtigste von heute: Heimat ist mehr als ein Ort. Heimat sind Gefühle, Erinnerungen, Menschen, Gerüche, Klänge. Heimat trägt man im Herzen. Immer. Egal wohin man geht. Egal wohin man geht. Also Leute, jetzt seid ihr dran. Schreibt uns in die Kommentare. Auf Deutsch. Sagt uns, woher kommt ihr? Was ist eure Heimatstadt? Und was vermisst ihr manchmal? Wir lesen alles, wirklich alles. Und wir freuen uns auf eure Geschichten. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Speak Deutsch Now. Drückt auf die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Vielleicht mit jemandem, der gerade weit weg von zu Hause ist. Diese Episode könnte genau das sein, was er oder sie braucht. Und wenn ihr Heimweh habt, kocht etwas von zu Hause. Ruft jemanden an, den ihr liebt, und hört Speak Deutsch Now. Das ist unsere offizielle Heimwehtherapie. Und sie ist kostenlos. Passt auf euch auf
wo auch immer ihr gerade seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch ein bisschen zu Hause. Und wenn nicht, gebt euch Zeit. Heimat findet man, manchmal an unerwarteten Orten, Manchmal in einer neuen Sprache. manchmal in einer neuen Sprache. Bis zum nächsten Mal bei Speak Dutch Now. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald. Und vergesst nicht, Fehler sind Freunde. Immer. Tschüss.